Digitalisierung ist so wichtig, wir leben in einem Zeitalter, was so schnell voranschreitet. Ich kann nicht mehr mit einem Block durch die Gegend laufen und eintragen, im Falle A war kein Befall oder ich habe einen anderen Block getauscht. Das ist nicht mehr State of the Art. Wie ich mich selbstständig gemacht habe, war mir klar, ich will keine alten Pfade beschreiten. Ich will neue Wege gehen, ich will neue Möglichkeiten finden. Diese Standardlösung, wir stellen einen Toxköder aus, ist nicht die Lösung. Auch nicht in Sachen Zukunft. Hast du dein Problem durch die Ware? Hast du dein Problem durchs Personal? Hast du dein Problem durch bauliche Mängel? Das erkenne ich nicht mit einem Fraßköder, wo ich einmal im Monat die Box aufmache und sehe, wird was abgefressen oder ist nichts abgefressen. Bei einer Falle sehe ich es on point, sofort. Ich kriege die Meldung, gucke auf meine Uhr, alles klar, Falle hat ausgelöst. Ich gehe auf den Grundriss und kann sehen, Tor 1, Tor 2, Personalraum. Ich habe mir dieses Thema auf dem Markt angeguckt und TrapLink hat mich einfach überzeugt von der Einfachkeit, dem Aufbau, die Bedienung über die App. Ich muss nicht viel Firlefanz, viel Schnickschnack mit bedienen. Einfach und simpel. Es soll mir die Arbeit vereinfachen und nicht verschweren. Ganz wichtig, Digitalisierung bringt uns nach vorne, sie verdrängt uns nicht. Also wenn ich meinem Kunden digitale Systeme anbiete, dann muss ich das so individuell sehen wie sein Problem. Den Kunden, der gar nichts damit zu tun haben will, glaube ich, den gibt es nicht. Es gibt nur du hast nicht den richtigen Weg, mit dem Kunden zu sprechen und für ihn die Lösung klarzustellen, wie toll das eigentlich für ihn ist. Nicht jeder Kunde hat die Zeit oder die Muße, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Er will eine Lösung präsentiert haben. Er sagt auch, Geld spielt keine Rolle. Dann ist es überhaupt kein Problem. Für einen anderen Kunden ist es so, am Ende des Tages zählt das, was er in der Kasse hat. Aber auch da gibt es Mittel und Wege, weil wir reden hier nicht von Kosten, wir reden von Investitionen. Das ist Investition in seinen Betrieb, in seine Zukunft und in seinen Umsatz. Je weniger Schaden ich habe an der Ware, je besser kann ich die Ware verkaufen, ich habe nicht so viele Abschreibungen. Am Ende des Tages zahlt sich das System aus. Andere Kunden wiederum kann man über die Punkte Nachhaltigkeit, ökologisches Arbeiten, Umweltbewusstsein. Man kann Kunden darüber bekommen, dass man sagt, pass auf, ja, wir haben ein bisschen höhere Investitionskosten, aber du hast den Vorteil, deine monatlichen Kosten sinken. Ich kann jetzt einen ganz anderen Preis anbieten, weil ich ganz anders arbeiten kann. Ich habe nicht mehr jeden Monat diesen hohen Tausch der Köder. Ich habe nicht mehr jeden Monat die lange Zeit, die ich investieren muss, um alle Boxen durchzugucken. Plus nochmal. Weil letztendlich geht es darum, den Kunden zufriedenzustellen. Und der Kunde ist zufrieden, wenn er keine Schädlinge hat. Ich habe einen Kunden, der hat eine relativ hohe Summe investiert, weil er einen ziemlich hohen Befallsdruck und Probleme in seinem Betrieb hat. Es wurde ewig lang mit Toxködern gearbeitet, auch von einem Vorgänger, der den Betrieb betreut hat. Ist nicht zum Erfolg gekommen. Wir haben 15 im ersten Umgang zur Probe, weil dann muss man auch halt erstmal so ein bisschen Überzeugungsarbeit muss man nicht mal leisten. Das ist aber auch völlig okay. Also man ist nur erfolgreich, wenn man nicht sofort auf jeden Zug aufspringt. Wir haben 15 Fallen installiert und haben in der ersten Nacht in 2 Fallen 3 Krabben gefangen. Das ist klasse. Man zeigt dem Kunden, schau dir an, das funktioniert. Wir haben vorher 8 Wochen Toxköderstein gehabt, in allen möglichen Formulierungen. Und es wurde nicht ein Köder angenommen. Und daraufhin kam dann die Ansage, tu uns bitte einen Gefallen, statte den ganzen Betrieb aus. Ja, warum TrapLink? Ich fühle mich menschlich total aufgehoben. Ich fühle mich nicht nur wie der Kunde, der seine Rechnung kriegt und jetzt bezahl mal, sondern es wird auch wirklich mal nachgefragt, hast du noch irgendwas, hast du eine Idee? Ja? Ich finde es immer schön, wenn die anderen nicht glauben, selber sie haben die Weisheit gepachtet, sondern auch mal so, ey, weißt du was, du bist damit jeden Tag im Feld, erzähl doch mal. Hast du was, wie findest du das? Hast du da eine Idee zu? Oder hättest du mal Lust, das auszuprobieren? Es fühlt sich schon an wie eine Partnerschaft und nicht wie ein einseitiges Kundenverhältnis. Ich rufe an und bestelle meine Boxen, bekomme meine Rechnung, lass dich wieder melden, wenn du was brauchst. Das ist es nämlich nicht. Und warum TrapLink? Ganz einfach, weil ich glaube, dass TrapLink in Fallen Digitalisierung das etablierteste Unternehmen auf dem Markt ist. Es ist einfach, es ist simpel und TrapLink wird auch in 10 Jahren noch da sein.